Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es um das Thema Kulisse und die Unterkonstruktion für die Kulisse. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, endlich geht es hier weiter und in den ersten Filmen, die wir gesehen haben, beispielsweise beim Wendel, da gab es da hinten schon, ich sag mal, den weißen Hintergrund. Das war schon die Unterkonstruktion, da habe ich schon ein bisschen damit angefangen, man konnte schon erahnen, in welche Richtung es geht. Und jetzt sind wir wirklich dabei. Hier in diesem Video zeige ich, wie ich meine Kulisse aufgebaut habe, welche Unterkonstruktion ich gewählt habe, wie ich das Thema Beleuchtung gelöst habe. Naja. Was soll ich noch lange reden? Kommt einfach mit, schaut es euch an und nach dem Video sehen wir uns wieder. Ja, wie ihr wisst, baue ich ja meine Modellbahn modular auf. Mit dem Hintergrund, dass sie irgendwann mal, zwar nicht durch mich, aber irgendwann mal abgebaut werden muss. Und dann soll sie halt nicht zerstört werden. Dann kann sie vielleicht irgendwo weiter betrieben werden. Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kulisse im Hintergrund. Die soll auch abbaubar sein, ohne dass ich sie zerstören möchte. Und ja, wie habe ich das vor? Träger an meiner Kulisse wird eine ganz normale Schrankrückwand sein. Hier sowas 3 mm Schrankrückwand, so nennt sich das Zeug auch. Zumindest bei uns im Baumarkt, die lasse ich mir dann entsprechend auf 40 cm Höhe zuschneiden. Das Ding ist nicht ganz jetzt 40 cm, ist nur ein Muster. Ja, und die montiere ich dann hinten an die Wand dran und genau das möchte ich euch hier zeigen. Die Kulisse wird bündig mit der Anlagenkante sein, weil die Anlage ist ja auf 2 Ebenen noch hier oben aufgebaut und in der unteren Ebene brauche ich keine Kulisse. Das sieht niemand, also kann ich 10 cm höher damit anfangen. Außerdem muss es ja so sein, dass ich auch das Segment noch abheben kann. Von daher ist auch ein bisschen Luft dazwischen auch gut. Ja, wie mache ich das Ganze? Basis des Trägers wird hier so ein Aluprofil sein. Auch das gibt es ganz normal im Baumarkt. Und zwar ist das eine Abschlusskante, die man beim Fliesenlegen verwendet. Ne? Stoßkante quasi, die ich dort nutze. Oder auch, kennt man auch vielleicht von Laminatböden, das ist halt jetzt vom Fliesen her, weil der Abstand da drin, dieser Nut, ist nicht so groß. Was mache ich damit? Ich mache mal ein Beispiel. Also erstmal, die Leiste kommt 10 cm höher. Die kommt da drauf und ist dann quasi der Träger für die Rückwand. Die kann ich dann quasi hier so schön reinstellen. Und das ist dann in etwa auch ein bisschen höher noch, ist dann auch der Träger meiner Kulisse. Oben wird es dann später noch festgemacht werden, wahrscheinlich mit Magnethaften oder mit Magneten. Und oben drüber kommt dann nochmal eine Lichtleiste, mit denen ich dann, das ist quasi das Rohr, was schon da liegt, da sind die Profile der Lichtleiste schon drin. Und verbauen werde ich dann ganz normale LED-Licht. Und zwar wechselweise. Das Licht hier kann sowohl kalt als auch warmweiß, sodass ich, wenn ich im Betrieb bin, werde ich warmweiß benutzen und wenn ich hier baue, habe ich halt kaltweiß, um vielleicht Konturen auch besser zu sehen. Naja, gut, so jetzt nehme ich euch stückchenweise mit und jetzt bauen wir als erstes mal hier die untere Schiene auf und dann sehen wir uns wieder. So, nachdem ich die Leisten dann jetzt zugeschnitten habe, werden sie jetzt ganz normal befestigt. Bohren, verschrauben, üblich halt. Ja, so sieht es dann jetzt aus. Die Leiste ist erstmal komplett dran. Dann lasse ich mir jetzt erstmal für diese Längen hier die Schrankrückwände in 3 Teilen zuschneiden und dann machen wir weiter. So, die fertigen Platten, das sieht dann jetzt erstmal so aus. Das sind also
Rückwände bzw. HDF-Platten. Die sind jetzt 40 cm hoch und entsprechend der Anlagenbreite zugesägt. Ja, jetzt mache ich die oben jetzt erstmal fest. Das mache ich mit, dahinter kommen Magnete und die zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, was für Magnete verwende ich? Ich verwende hier so kleine Neodyn-Magnete. Der hier ist 8 mm im Durchmesser und 1 mm stark. Das ist vollkommen ausreichend. Das ist einer von den starkhaftenden. Die klebe ich hier hinten gleich auf die Rückwand fest. Und an der Wandseite kommt dann später so ein 30 mm im Durchmesser, so ein Blechteil. Und das hält alle Male, um die Rückwand dann später an der Wand zu halten. Gut, dann machen wir die Dinger jetzt mal fest. So, wenn der Magnet jetzt fest ist, dann mache ich von diesem Metallplättchen noch die Schutzschicht ab. Und dann positioniere ich dieses Metallplättchen erstmal. Jetzt wird das noch abgezogen, dann kommt dann Klecks Klebstoff drauf und dann wird die ganze Platte an die Wand geheftet. Zum Schluss bleibt dann später das hier an der Wand kleben und ich habe immer wieder dann die entsprechende Magnetfläche. So, eingefasst wird das Ganze mit solchen Aluminiumprofilen. Die passen hier wunderbar dahinter und da drüber. Die muss ich jetzt allerdings noch ein bisschen kürzen. So. Und dann sieht das nachher so aus. So, als nächstes kommen hier wieder die bekannten Profile, die später das LED-Band aufnehmen. Die habe ich jetzt erstmal auf Länge gebracht, Gärung gesägt. Jetzt werde ich als nächstes hier erstmal die Befestigungslöcher bohren. Ja, und dann geht's weiter. Auch der Schritt ist jetzt gemacht. Das Aluprofil für die LED-Leiste ist jetzt schon ringsherum dran. Ja. Dann werde ich jetzt wohl als nächstes das LED-Band selber einziehen. Gut, vorweg als LED-Band nutze ich so ein Duo-Band, das ich sowohl hier als auf Warmweiß einstellen kann, als auch auf Kaltweiß. Ich kann auch einen Mischbetrieb fahren, also von daher. Ja, warum mache ich mit Warmweiß und Kaltweiß? Warmweiß ist später für die Ausleuchtung, sage ich mal, in der Bahn im Betrieb. Kaltweiß brauche ich mehr dafür, wenn ich jetzt das da hier ein Teil noch aufbauen werde. Das ist halt ein grelleres, helleres Licht, da kann man Details eventuell besser erkennen. Deshalb Kaltweiß und daher kam für mich halt dieses Duo-Band in Frage. Ja, dann installieren wir das jetzt und beziehungsweise kleben das jetzt ein und dann schauen wir weiter. Gut, als nächstes setzen wir den Diffusor ein. Das ist ein bisschen Fummelsarbeit, aber wenn er mal drin ist, dann hat er verloren. So, wie ich finde, gut geworden. Ja, jetzt fehlt halt nur noch der Hintergrund. Dann wird auch dieses hellscheinende Teil da in der Ecke verschwinden. Ja, und dann ist der Hintergrund oder die Kulisse auch soweit fertig. Dann warten wir jetzt mal auf das, was da kommt und dann geht es weiter. Ja, und auch so eine Kulisse fällt ja nicht vom Himmel, sondern da muss man sich ein bisschen was bei denken. Auch ich werde meine Kulisse hier bei dem Atelier Dietrich machen. Da hat er mir mal ein paar Druckmaterialien zugeschickt, damit ich halt die Oberflächenbeschaffenheit der verschiedenen Drucke dort sehen kann. Und er hat natürlich vieles im Angebot, aber wie es halt so ist, ich hätte da gern was Individuelles, also muss man sich die Gedanken drüber machen und
Man muss auch diese Ideen dann transportieren. Das heißt, ich habe letztendlich auch mal eine Anlagenskizze erstellt oder ausgedruckt aus verschiedenen Perspektiven, damit der Herr Dietrich sich da was zu denken kann, was ich vorhabe, eine Beschreibung von dem, was ich machen möchte. Und letztendlich habe ich dann zu meinem Anlagenschema passend schon mal was rausgesucht, was ich gerne hätte, beziehungsweise wie meine Gedanken dazu sind. Ja, und das sind jetzt halt die Vorgaben oder die Vorlagen, die ich dem Atelier zugesandt habe. Und jetzt warten wir einfach mal ab, was dann später im Original dabei rauskommt. Wie ihr wisst, habe ich ja 3 Einzelteile, die ja später beim Auseinanderbauen auch wieder verwendet werden sollen. Ich habe jetzt mal hier 2 Teile genommen von so einer Schrankrückwand, die ich genutzt habe. Gut, meine, die ich jetzt oben angebracht habe, die ist hier weiß beschichtet, aber hier für das Beispiel reicht das vollkommen aus. Und hier habe ich jetzt mal eine Kulisse aufgeklebt, ne? Also hier sieht man ja wunderschön das Panorama. Gut, wenn das dann aufgeklebt ist, dann lässt es sich wunderbar eigentlich zusammenklappen. Vielleicht nicht ganz so einfach wie jetzt hier das Paketband, aber im Grunde genauso. Der Nachteil ist, dass wenn ich das hier mache und es würde sich hier verkanten, dann würde sich dann hier das Panorama von hinten wieder lösen. Und beim nächsten Aufkleben würden sich hier dann Luftpolster ergeben. Gut, die kann man dann sicherlich wieder glätten, indem man mit einem Föhn drüber geht und dann so lange wieder glatt reibt, bis der Zustand wieder kalt ist, und dann klebt das auch wieder. Soweit in Ordnung, aber eigentlich möchte ich es gar nicht so weit kommen lassen. Deshalb habe ich mir überlegt, müsste es eigentlich von der Rückseite irgendwie kontern. Und dann habe ich mir was ausgesucht, die meisten kennen es vielleicht vom Sport her, da gibt es halt solche Tapes, mit denen man ja, Muskeln und Sehnen noch unterstützen kann. Das ist so eine Art flexibles, ja, wie soll ich sagen, ist also so eine Mischung zwischen Stoff und Gummierung, ist leicht flexibel. Und wenn ich die jetzt hier hinten drauf bringe, also quasi damit kontere, dann ist das Ganze in sich schon mal stabiler. Ich kann nach wie vor knicken, allerdings nicht mehr so leicht. Und es geht wieder in die Form zurück. So sollte es eigentlich sein. Ja, das ist das, was ich jetzt machen werde. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die großen 3 Flächen miteinander von der Rückseite her kontern. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eine durchgehende Fläche. Und dann werde ich die Folie komplett aufziehen, möglichst blasenfrei. Und wie mache ich das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder mit einem Rakel oder mit einer Gummiwalze. Ich selber werde so ein kleines Mikrofasertuch nehmen und dann Stück für Stück die Folie aufreiben und damit immer dann dafür sorgen, dass keine Blasen entstehen. Beginnen immer von der Mitte zum Rand hin. Es funktioniert ähnlich wie beim Tapezieren. So, dann habe ich eine glatte Oberfläche, eine feine Oberfläche, durchgehend. Ja, und das mache ich dann jetzt erstmal. Ja, was soll ich sagen? Auch beim Filmen passieren mir manchmal Missgeschicke. Und hier ist es halt jetzt auch passiert. Hier sehen wir zwar am Anfang noch, wie ich die Rückseite zusammenklebe. Und eigentlich wollte ich euch auch zeigen, wie ich dann die Folie aufbringe. Aber genau da habe ich wahrscheinlich gepennt und habe einfach nicht auf den Startknopf gedrückt. Das heißt, das sehen wir jetzt leider nicht, sondern wir sehen jetzt halt hier das fertige Ergebnis. Hier kommt nochmal so ein bisschen der Lichttest. Naja, kann halt passieren. Also es wird halt wie beim Tapezieren von der Mitte aus nach außen hin aufgestrichen. Und das macht man dann Stück für Stück, möglichst blasenfrei. Und wenn es mal Blasen geben sollte, dann kann man die Blasen mit einem Föhn erhitzen, dann wieder die Blasen rausreiben und dann gibt es zum Schluss eine schöne glatte Oberfläche. Ja, und jetzt halte ich einfach mal meine Klappe und lasse euch noch mal den letzten Rest genießen. Ja,
Was soll ich sagen? Endlich ist die Kulisse dran und das Bild hier generell im Büro hat sich ein wenig verändert. Es ist schon viel wärmer, es ist viel schöner, auch wenn man noch keine Schienen sieht, aber man kann schon ein bisschen was erahnen. Und ja, wo habe ich meine Kulisse? Ja, natürlich wie so viele anderen auch. Ich habe mich auch an das Atelier Dietrich in Österreich gewandt. Adresse, Kontakte werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Meine Empfehlung ist absolut, sich dahin zu wenden, vor allem dann, wenn es um Individualität geht, wenn man mal nichts von der Stange haben will. Aber er hat auch ein großes, breites Standardsortiment, modular aufgebaut, was man sich selber zurechtlegen kann. Also er bietet da jede Menge für, ich denke, so ziemlich alle Größen. Das sieht man aber dann genau auf seiner Website. Wie gesagt, es wird unten verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und an der Stelle möchte ich es natürlich auch nicht versäumen, den Herrn Dietrich auch nochmal ganz herzlich zu danken dafür, für seinen Support, für seine Geduld. Und auch für die super Arbeit, die er mir hier geliefert und geleistet hat, allemal das Geld wert. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn jemand auf der Suche nach einer individuellen Kulisse ist und man hat vielleicht nicht so das grafische Geschick, da gibt es einen super Pfund, einen super Fundus, den man sich bedienen kann und auch individuelle Vorstellungen äußern kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herr Dietrich da keine Wünsche offen lässt. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Das hatte ich ja schon in meinem Anfangsvideo, diesen Ausblick 2024 mal erläutert. Ab jetzt gibt es keine, ich sag mal, Begleit- oder Anleitungsvideos mehr, so wie früher, sondern ab jetzt gibt es einmal monatlich Baufortschritte. Und sollte ich mal wieder irgendwelche Teile verwenden, die vielleicht neu sind oder die speziell jetzt für mich neu sind oder programmiert werden müssen, wo ich meine, das könnte man als Anleitung mal zeigen, dann wird sowas zwischendurch kommen, aber die Regel wird es halt nicht mehr sein. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.